Ich frage mich manchmal, wie die Titel entschieden werden. Mines of Titan. Klingt nach einem guten Titel. Aber warum ist das der Untertitel von SUBTERRAIN? Was auch ein guter Titel ist. Also wollte man, wir haben 2 gute Titel, nehmen wir beide. Es geht offenbar um unterirdische Geheimnisse. Bergbau vielleicht? Ich weiß es nicht. Minen würden es nahelegen. Und offenbar auf einem anderen Planeten. Mond. Auf einem anderen Mond. Auf Titan. Ich bin übrigens überzeugt, dass Titan nur deshalb so oft genannt wird, weil es ein cooler Name ist, oder? Ist aber irgendwas Besonderes. You drift aimlessly through the dark expanse. You cannot feel nor hear the movement that you appear to be seeing in the distance is indistinct and subtle. Every moment feels circular, leading back to the last. Your thoughts are disjointed, separated. Da habe ich doch gerade irgendwas übersprungen, oder? Es sah aus, als hätte ich was übersprungen. The metal around you reverberates. The machine hisses and ejects vapor as the container opens. Habe ich gerade gesehen. Hätte man nicht nochmal zusätzlich schreiben müssen. The air feels warm to your skin as it floods into your vessel. A woman looks on with concern. Ich drücke jetzt nochmal SP Fast Forward ist Space, nehme ich mal, ne? Dann drücke ich lieber Eingabe. Auch nicht. Dann drücke ich Maus. Ida Shahane. Shahane. Irgendwie lässt mich der Name lächeln. Shahane. Als würde man Shane langziehen. Ne? Shahane. The metal around you reverberates. Hey, are you alive? Edison Thorpe. Where? You are in Huygen Camp, Titan, of course. Hopefully that's not a surprise. This is our clinic, and you, my friend, have just been awoken from stasis. I know this is sudden, and you've probably got questions of your own. But can you try moving? We need to do a neural diagnostic, and then get you connected for some biometrics. Can do? Point and click. You try to move, but your limbs feel unresponsive and weak. You try again, in earnest, though you probably shouldn't have. You hardly twitch your arm. The pain washes over you. Not really. It hurt. The pain sweeps in, the tide ever rising, overwhelming your sense of self. You catch a glimpse of the woman, mouth agape, as she backs away and frantically panics, her eyes darting around the room. The sound of her footsteps sound like they are echoing into a distance you cannot see. Ganz schön belletristisch. Isco, get over here! The beat of someone's footsteps briefly overlap, Mr. Says, with the ones in your core before ceasing. Your vision is instantly robbed from you. You feel your back and shoulders sink past the confines of your body. You begin to drift, and the feeling is oddly familiar. You have an epiphany. You've had an epiphany before. The pain evaporates. You quietly tumble into the darkness, leaving yourself behind. Voices call out, urgent, chaotic. They roll across the horizon, brushing against what passes for consciousness. After eons, they calm, their song losing tempo. The pulse in your body weakly rises on its own. Your core jostles just slightly with each heartbeat. Ich habe gestern ein Spiel gespielt. Mothman 1966. Und war von den Texten ganz angetan. Habe am Ende mal wieder so ins Blaue geschossen, wie ich es oft tue. Und ich sollte das gar nicht mal erzählen. Ne? Ich setze mich voll in die Nesseln hier. Aber ich erkläre gern, was ich damit meine. Ich war der Meinung, das hat ein Mann geschrieben. Weil es kurz, knackig, prägnant war und funktionierte. Und ich hatte recht. Ich habe auf Twitter nachgefragt. Und hier bin ich überzeugt, dass es eine Frau geschrieben hat.
Ich möchte klar machen, ja, ich will das nicht schlecht machen. Ich sage immer, es ist in meinen Augen geschwätzig und viel zu viel von allem. Das ist auch das, was ich lernen musste irgendwie ne, an der Uni, aber nicht mir sagen lassen musste, sondern wo ich dann mit der Zeit, wenn ich viel geschrieben habe, gemerkt habe, es sind eigentlich zu viele Worte für das, was ich sagen will. Und ich kann aber natürlich insofern falsch liegen, dass andere Leute genau das hier als guten Stil empfinden und mögen und schwelgen. Ja? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich finde, es sind zu viele Worte. Und meistens sind es weibliche, junge Autoren, die dazu neigen. Es gibt großartige Autorinnen der Vergangenheit, ja, die man auch in Schulbüchern noch findet, die unglaublich präzise Beobachtungen haben, was Kommunikation angeht und Männer und Frauen und so. Geht mir also nicht um das Thema, ja, sondern um die Art. Aber viele Leute sind halt leicht selbstverliebt in ihre Art zu schreiben und zu sprechen. Ich wette, das gibt es auch unter Männern. Ja? Also wenn man einen Warhammer Adventure schreiben würde, würden Männer sich vielleicht auch drin verlieren, ne, in der Beschreibung von Pathos und so weiter. Ja, dann wäre es ne, Norman Spinrad, der eiserne, stählerne Traum. Aber okay, genug davon. Ich versuche es einfach ernst zu nehmen und so zu akzeptieren, wie es ist. Vielleicht ist das, was das Spiel will, und ich akzeptiere es. So, jostles just slightly with each heartbeat. Phew, that was, well, too close. Can you hear me? Are you able to move now? The pain has subsided. You are lucid, but your body still feels weak. You try to move and fail to accomplish much, but it doesn't hurt like before. Not really. I'm weak, but I'm not in pain. Excellent. The lack of pain, I mean. Listen, I know you probably have questions of your own. But we are grasping at straws here. Do you remember why you were put into stasis? Anything at all? We don't understand what happened here. No, my name is Addison Thorpe. What do you mean we don't understand? Hello, Addison. I'm Dr. Shahane. My pronouns are she and her. Though everyone just calls me Ida. You were placed in stasis improperly, which doesn't make a lot of sense, unless it was some sort of emergency. We came across your pod, but it has no markings, no logs, no metadata. We don't know when you went cold, or if you're even involved with tech. And there's nobody left to ask. What? What do you mean? Are you two not with tech? Ich wünschte wirklich, dass ich hier... Ich muss nur ganz kurz auf Space drücken. There's no sugarcoating it. ISCO, myself, and many others are part of Tech's second mining operation. Your team disappeared about 7 years ago. We don't really... She continues to speak. Ich drücke hier mit der Maus. Ne? Ich habe das Gefühl, dass ich zu viel überspringe. Ich kann aber auch hochscrollen wieder. Ne? Naja. She continues to speak, but you can't help but panic, trying to remember events that just aren't there to recall. You reel your mind, replaying your days leading up to joining Tech and preparing for the journey to Titan. You blurt out the only thing you can clearly recant in the middle of Ida's explanation. I remember working at Steam. At a Steam well. At Steam as well, wollte ich gerade lesen. Ich habe auch für Steam gearbeitet, deswegen habe ich das Video hier auch gemacht. Ida's frustration is palpable. She clears her throat and resumes. As I first surmised, it seems you didn't get out of this scatheless. They didn't cool you down properly before putting you on ice, so there's no telling what may have happened to you, to your mind, or anything else in your body for that matter. Ich versuche jetzt mal, ja, wie ein Schauspieler zu denken und diesen Text natürlich rüberzubringen. As I first surmised, it seems you didn't get out of this scatheless. They didn't cool you down properly before putting you on ice, so there's no telling what may have happened to your mind or anything else in your body for that matter. We can only hope you can regain your memory at this point. Funktioniert einigermaßen. On that note, we may as well focus on solvable problems. Ich sollte das lesen wie dieser Typ, dieser Nerd-Typ hier aus
Picard, Harvey Picard, ne, aus seiner Biografie, Dokumentation, Film, ne, der diese riesige Brille auf hatte. Vielleicht sollte ich sie so sprechen. On that note, we may as well focus on solvable problems. Even if you can't remember much right now, we could still use your help. We're hardly managing here, and there is only a few dozen of us. Please tell me you remember what an omniscope is, or we'll be here a while. We're going to have to get yours back online. Oh, yeah, I did have one. How did you know? They sort of just tossed you in this pod, and as durable as they are, it looks like the SOC on yours didn't appreciate coming along for the ride. Das funktioniert besser, ne? Wenn man sich vorstellt, dass sie so völlig nerdig, autistisch irgendwie ist, ne? It lit on fire when we turned it on. We gotta fix this and link you back up. You can fix that? Well, replace is a better word. Your lenses are fine, thankfully, so we're just going to sync you to a new unit. It's kind of old, but it's the only working spare we got. You know how it used to, right? Or did that get iced out too? I think I can remember the basics. The omniscope is a multifunctional embedded information, nicht multifunctional, multifunction embedded information device. MFEID. Fade. Funktioniert nicht. The device has two parts, wireless lenses that are inserted into the eyes via surgery and a remotely linked AI unit. Also wenn es soweit ist, ne, dass die neuen Gadgets, die ich mir bei Alibaba bestelle oder so, dann irgendwie chirurgisch eingefügt werden müssen, dann bin ich raus. It can be used to communicate, read maps or analyze objects. Ich komme gleich mal zu meinem Kaffee zu trinken, also gepackt bin ich hiervon. Good, let's get this over with. Isco, you finish wiping that spare controller. Ne? Er sieht aus wie das, was ich gerade spreche, aber er spricht, yep, here you go. Isco hands the controller unit and transmitter to Ida. She hardly inspects the transmitter's wafer, keeping her attention focused on you. You ready to start? On second thought, don't answer that. You're a sitting duck without this, and I'd hate for you to rise from your grave just to jump back in. It permanently hold still and we'll begin. You relax on the table, expecting to be put under, but instead Ida palms the back of your head. You feel your skull produce a thin object, as if it were ejecting from your skin. Another one is threaded into the previous resident's burrow and takes its place. Was bin ich bitte, ein Duracell-Hase? Ah, HUD! Your vision is augmented. The scope begins to display information in your natural vision, though the text appears soft. The text in your field of view noticeably shudders for a moment before becoming legible. Omniscope, also AI, Omniscope ID, so sprechen bekannterweise Roboter und AIs im Jahr 3000. Omniscope ID 24601, starting boot sequence. Hello, I'm Cassini, AI assistant of Omniscope ID 24601. The Omniscope boot sequence was successful. Damaged memory has been detected. Attempting memory recovery. The image of the AI on the screen soon disappears. Ida talks to confirm that the device is active. Well, how is it? These things are backward compatible, but I'm guessing it's been a while since you've had a lens update. Should be fine enough, though. We've popped out your old transmitter since its pair won't be coming back up anytime soon. But seems like it's working. Great, cause there isn't another one. Don't go getting frozen again, alright? Wait, where'd you get this one from? Oh, you know, don't worry, Isco wiped it, ran some tests on it, and we cleaned the transmitter real good. Only a couple hundred hours of use on the AI unit. It's practically new. Oh, looks like you're feeling better. Want to try moving around again? It'd be nice if we could get some clothes on you.
No offense. Behind the screen next to the sinks there is a box with a spare change of clothes. Please help yourself. Was soll dieses Sternchen? So, wie lange sind wir schon dran? Mines of Titan, SUBTERRAIN. Hello, I'm Cassini, the AI that controls Omniscope 24601. Let me show you around your HUD. A gauge indicating your current HP. If your HP reaches 0, you will die. Keep an eye on it. There is a variety of conditions that may affect you. These conditions have many sources and varied effects. Displays information about the current area and time. The area's oxygen content is also displayed. It needs to be more than 70% for you to breathe comfortably. Displays the layout of your immediate surroundings, including points of interest. You can check out the various functions of the Omniscope like perks and stats through this button. A gauge indicating your current adrenaline consumed when using body-related perks. You can register items or perks to the slots below, allowing you to use them from that slot. Your current equipment is displayed here, color-coded based on its current durability if applicable. Displays information about your portable oxygen. You can see the remainder of the oxygen in your equipped canister. Displays information about... Ich guck nicht mal hin, was da aufleuchtet. Displays information about your lamp and battery. You can check your remaining battery if the lamp is on. Displays information about the equipped weapon and any loaded ammo. Bei mir rutscht das sprachlich immer so entweder in Südstaaten Amerika oder in Cockney Britisch oder so. Ne? Displays information about your equipped weapons and equipment, including their durability. Pressing this button or the spacebar on your keyboard will skip your turn. Ah, ich habe Turns. Das ist Turn-based. Das gefällt mir schon mal. If you are confused about something, look for the question mark button near for a reboot. This concludes your tour of the Omniscope. Ich tue mein Bestes, Leute, okay? Ja, darf ich jetzt mal was tun? Darf ich wohin? Geht mir aus dem Weg! Ich will raus! Lasst mich! Bewegen wir uns alle? What the hell? Was it routine for the first team to run around in their skivvies? Fortunately for you, there's been a few years of terraforming, but I think you should put on some clothes regardless. Don't judge me, don't tell me what to do. Sind wir nicht so weit gekommen, dass ich rumlaufen kann, wie ich will, mich identifizieren kann, als was ich will? Ich identifiziere mich als Barbar, okay? Dann darf ich rumlaufen, wie ich will. Immer diese... Seit ich hier diese japanischen Spiele ausprobiert habe, kommen immer diese Schweigesachen. Ja? Das soll wahrscheinlich bedeuten, bedeutsames Schweigen. Aber warum ist das jetzt bedeutsam? Ah, ich darf was aussuchen. Ich darf wählen zwischen leave. Ja, das sieht aus wie ein Kleiderschrank. So, hier sind Klamotten drin. Moment, hier ist mein Inventory. Nee, also das ist Platz für mein Inventory. Restore Health. Ja, das nehme ich mit. Gebt's mir. Ich will es. Her dann, take all. Bekanntermaßen, the winner takes it all. Ne? Escape. Wo sind die Klamotten? Hier. Das ist ein Spind. Nee. Sind hier Klamotten? Nee. Hier sind noch mehr Medpacks. Ja. An Medpacks herrscht kein Mangel. Moment, gab es da zwei? Ne, das ist einer, oder? Was ist hier? Das sieht aus wie ein Werkzeugkasten. Lotion Bottle! Gute Vaseline. Da brauche ich eine Menge von. Ich weiß noch nicht wofür, aber egal. Her damit! Ich nehme alles, was ich hier liegen sehe. Ihr könnt mal. Der Barbar tut, was er will. Ich kann ihn irgendwie nicht... Ah! Süd!
Sehr schön. Und Schuhe. Schuhe kann ich auch brauchen. Spießer. Schuhe. There. Much better, don't you think? I bet you're famished after all this. I mean, you were dead and died and are now not dead. You should have something anyway. Soup, some bread, something. The omniscope should point you to the right direction of the pub. Go find Elp. Huge mustachio guy. Loves meeting people and has run out of those weeks ago. Ich wähle Leave. So, dann darf ich jetzt wohl gehen. Warum geht die mit? So, hier soll mir angezeigt werden, wo ich hin soll. Das ist ja hilfreich, ne? Hätte man nicht irgendwie ungefähr 4-mal so groß machen können, ne? Okay, wer auch immer Elp ist, er hat Gruselmusik. Wahrscheinlich ist sein Nachname Traum, ne? Elp, Traum. Ja, es sieht aus wie ein Laden hier, ne? Hier kann ich was essen. Oder? Nee, das sieht aus wie ein Büro. Was ist das? Bookshelf. Take any. Take all. Nee, danke. Ich lese nicht so gerne. So, kann ich hier draufklicken irgendwie? Nee. Oh, die Musik ist doch eindeutig angelegt an den besten Sci-Fi-Horrorfilm aller Zeiten, inklusive der Zukunft, weil das kann nicht besser werden, egal wie man es dreht. Das ist ein Lagerraum, würde ich sagen. Tja, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Map. Map, sehr schön. Klinik. Das ist auf jeden Fall Huygen Camp. Huygen. Heigen? Heugen? Eugen. Na, hier kann ich ja wirklich stundenlang rumlaufen. Spannende Musik lässt mich glauben, dass Spannendes passieren wird. Was war nochmal mein Auftrag? Gauge indicating your current HP. Moment, das wollte ich gar nicht wissen. Ja, ich wollte das nicht alles nochmal haben. Lass mich! Ich wollte hier auf Fragezeichen, weil ich dachte, da kriege ich noch irgendwas angezeigt. Da bin ich draußen. Jetzt sterbe ich. Ja, ich pfeife auf Essen. Oder? Mir geht's gut. Ich will mich hier draußen umsehen. Also dieses Point-and-Click-mäßige hier ist ein bisschen... Oh. So, ich will raus. Kann ich nicht. Ich kann da hingehen, aber nicht rausgehen. Das Tor ist zu. Kann ich einfach gedrückt halten? Hey, die Sonne geht auf. Ich kann nicht gedrückt halten. Ich muss immer sagen, wo ich hin will. Was ist denn hier? Lauf, geh. Beweg dich! Oh, kann ich nicht. Ich kann da nicht hingehen. Mir wird auch nicht angezeigt, dass die Tür zu ist oder so, oder was ich da sehe. Das heißt, ich kann nur raten, wo ich hingehen kann. Warum gehe ich daneben? Ich weiß nicht. Hier ist noch eine Tür. Schon geht die Settlement Ground. Day 1. So, hier bin ich drin. Da ist jemand. Warten Sie. Wer sind Sie? Hello. Who are you? I don't recognize you. Oh, you must be the person that Ida brought back from the dead, huh? You could say that. My name is Edison Thorpe. Thorpe, mag den Namen. Thorpe. I'm Judith Taggart. I would have tidied the place up a bit if I knew we'd have company. Well, I don't feel very presentable myself. What is this facility anyway? Dankeschön, das würde ich gerne mal erfahren. This is engineering and I'm the only one in charge here. Wir sind ganz alleine. Niemand würde mich hören, wenn ich schreie. Which just means stopping things from falling apart right now. I can also make tools if you need some. Not for free, of course. Do you need anything else? I'm a little busy. Ja, ich habe nichts zum Handeln. Also hier kann ich mich aufstocken. Muss ich mir dann wohl merken. Die Bewegung ist... Oh, die Bewegung ist furchtbar. Kann ich nicht mit WASD? Doch, geht. Mache ich besser das hier. So, was ist hier oben?
Da kann ich nicht durch. Eine unsichtbare Wand. Eine unsichtbare Wand, selbst in so einem 2D-Ding hier, ja? Ah, eine Höhle. Da gehe ich doch mal rein. Ah doch, es geht. Ich wollte gerade sagen, Pustekuchen. It's very dark inside the cave, so you can just barely see the things that are close by. Ja, das ist okay. Kann ich mitleben. It's too dark around here. Das hast nicht du zu entscheiden, Thorpe. Cassini appears on your lens. Cassini? Achso, Cassini. Warning, there is not enough... Hallo? Warning, there is not enough light to detect the surroundings. Review the appropriate measures. Equip lamp and battery. Find the most probable sources of lamps and batteries in Huygen Camp. Search results. So, lamp, Judith, Taggart. Battery, Litzy Vogel. Litzy, Judith, Ida. Eine Menge Frauen hier, ne? So if I find Judith and Litzy, I can get a lamp and a battery. Maybe there to the northwest of the camp. Or to the southeast. Who knows? I don't. Also Judith habe ich ja schon kennengelernt. Aber Litzy noch nicht. Die Litzy. Aber ich kann hier durchgehen. Ah. Attack Opportunity. Ich habe keine Waffe. Da gehe ich drauf. Schaffe ich es noch? Ja, ich schaff's wieder raus. Halb tot. Ja, also, ich hole mir mal... Aber jetzt nur eine Taschenlampe und eine Batterie. Warum sind Taschenlampen und Batterien bitte nicht am gleichen Ort? Warum? Hallo, wer sind Sie? Sprechen Sie! Hello. Hello, I must be going. Running Wolf Earl. Oh, who are you? Are you the person that Ida was working on? Ah, you are the person that Ida was working on, right? I am Running Wolf Earl, and I maintain this holy place. I'm Addison Thorpe. Holy place? This doesn't look like much of a church to me. Aha, not that kind. This is a well of life, where I remove all of the dangers in the water, so that we can actually use it. Science helps with that, so that I know what chemicals to use. Let me know if you need some. By the way, not that they'll be free. We might be spiritual scientists, but we are not stupid. Im Ernst, die haben hier eine Station aufgebaut, wo Wissenschaftler und natürlich alte, weise Indianer irgendwie Wasser reinigen. Ne? Halb spirituell, halb wissenschaftlich. Und dann Kohle dafür nehmen. Interessant. Interessant. Chemicals, huh? Is the local water that dangerous? I definitely would not drink it. We have noticed it corroding one of our buildings. It does not help that I am running out of chemicals to purify the water with... Also, out of chemicals to purify the water with. And Siedeln is asking for even more water. I understand that farm needs water, but with how limited the supply is, I have to make sure that no one is left out. Jetzt kann ich Wasser von ihm kriegen oder so, ne? Danke, Lone Wolf. Ich guck mich mal um. Ja gut, dann ist das hier seine Fabrik, nehme ich mal an. Ne? Gehen wir mal weiter. By the way, Thorpe, you are bleeding. Get to a doctor. Sorry, I don't have money for a doctor. Ich wette übrigens, dass so hier irgendwelche kommunistischen Stationen sich entwickeln mit der Zeit. Ne? Wenn sie abgeschlossen sind vom Supply irgendwie der Heimatwelt und Regierung, dann... Dann nehme ich an, bricht der Kapitalismus doch aus, ne? Im Namen des Kommunismus. Und damit hast du's. So, jetzt kann ich ja wohl klauen hier, oder? Ja, ich sehe doch hier Bananen
und Paprika und Mais. Kann ich da was nehmen? Wenn wir da oben sind so... Das sollen wahrscheinlich so Treibhäuser sein. Ich hatte gerade die Vision, dass hier so ähnlich wie so Schlafkammern, aus denen ich gekommen bin, sind. Und die Leute dann ausgeweidet werden und der Inhalt dann hier verteilt wird. Ah! Sie müssen Luzi sein. Litzi? Samseulin. Namseulin. Ich spreche die übrigens alle Stereotyp. Ja, weil es Spaß macht. Und ich würde ja auch einen deutschen Stereotyp sprechen. Ja? Also. Finally, some help. Come on, follow me. I'll show you what to do. Wait, what? Help? Didn't Lau send you here to help me on the farm? No, I was revived by Ida a little while ago. My name is Edelson Thorpe. Oh, that stasis person. I guess getting some help was too good to be true after all. But it is nice to see someone. Nobody ever visits this corner of the camp. I'm Nams. Soll ich einmal versuchen, den Namen wirklich ernsthaft auszusprechen? Seoyeon. Ich hab viel Fantasie, was fremde Namen angeht. Aber den kriege ich nicht hin, dass er irgendwie nicht dumm klingt. Seoyeon. I'm Nam Seoyeon, and like you've guessed, I run the farm here. A farm? I'm surprised you can grow anything on this rock. Oh, yes, of course. Even with a lack of labor and water, this farm provides most of everyone's food rations here. I keep telling Wolf that I need more water to feed the plants, but he stubbornly refuses every time. I guess nobody minds as long as they get their food, eh? Do you use all these plants for food? It looks like there's too much for how small the camp is. Better too much than too little. Oh, jetzt klebe ich mich draußen direkt an die nächste Straße und blockiere den Verkehr. Na? Das führt nämlich dazu, dass wir hinterher diese Wegwerfen-Mentalität haben. But no, some of it is used for medicine too. You're welcome to some, of course. If I just had more water to work with, I could actually experiment and grow even more useful plants. Es ist die Art Spiel, okay. Mal gucken, was hier hat. Soll ich nie was zu essen kaufen? Ich heile mich so langsam übrigens, ne? Empty Stomach. Mal gucken, was er hat. Okay. Darf ich das dann direkt essen? Hunger Pains. Ich muss das nicht erst zubereiten, ne? Ich will eine Möhre. Was? Poison? Wo ist meine Kohle? Wie viel Geld habe ich? 0. 0 Geld. Was kriege ich für 0 Geld? Numbskull, ne? Kann ich dich nennen. Also 11 wird das kosten. Ich habe nix. Okay. Oh. Danke für nichts, Nam. Ja, kommst du aus Viet? Nam? Kommst du aus Vietnam, Nam? Birdie, Nam. Sorry. Ja, ich muss dann wohl hier zu Judith, wo ich am Anfang war. Aber das ist nicht Judith. Meine Orientierung ist 1A. Moment, da war ich doch ganz am Anfang. Da kam ich nicht rein, oder? Oder ich habe es gar nicht versucht. So. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, hier nur mal kurz im Kreis zu gehen. Ich gucke jetzt mal, ob ich an sie hier was verkaufen kann. Und die reparierte doch nur. Ne, was war. Hier ist sie. Hi! So, ich möchte. Saving, vielen Dank. Ich nehme das hier, schlag Nam tot und stehle Essen, so viel ich will. Oder ich breche hiermit ein bei Wolf, klau Wasser, bring das zu Nam und kriegt er was zu essen. Primitive Wood Shield. Also hier könnte ich schon mal Waffen für kriegen. Aber ich habe... Ach, da muss ich irgendwie Recycle-Zeugs kriegen. Ja, ich kann hier offenbar nichts eintauschen. Das heißt, ich muss rausfinden, wo ich zum Beispiel... Moment, Help! Hatte sie nicht gefragt, ob ich... Die brauchte Hilfe, ne?
Komm noch mal her, Judith. So, du brauchst Hilfe. By any chance? Wie by any chance? I do have one. It's not new, but I can give it to you for free. Wovon reden wir? Since it's not a very relaxed situation here, if you need more in the future, you'll have to bring me the ingredients and credits so I can make you one. You have obtained a lamp! Production? What else can you produce? Oh yeah, you don't know much about the camp yet or about life and how things work. And I think you need production access first. No? The means of production müssen wir in unseren Besitz bringen. Find David at the supply station. Okay, lieber Zuschauer. Ich weiß jetzt, was für eine Art Spiel das ist. Und es ist nicht die Art Spiel, die ich primär genieße. Supply Station. Ach nee, da oben mal. Ja. Das heißt, ich laufe jetzt hier rum, lerne jeden Typen kennen. Jeder sagt mir, was er braucht. Und wo ich es kriegen kann. Und dann muss ich da hingehen und es holen, ihm bringen. Und dafür gibt er mir was anderes. Was ein anderer kriegen kann. Und dann muss ich mich ausrüsten. Und so weiter und so fort. Damit wissen wir doch eigentlich genug über dieses Spiel hier, ne? Schon bin ich wieder draußen. So, hier war der Wassermann. Da war hier die Farm. Ist da unten noch was? Habe ich da was übersehen? Und die Bewegung ist auch natürlich irre langsam. Da geht's nur noch runter. Nee, das ist einfach nur ein schöner Aussichtspunkt. Ich bin schon am zweiten Tag. Ne? Ich laufe hier die ganze Zeit rum. Habe immer noch einen leeren Magen. Heißt das hier wirklich, dass ich schlafen will? Your eyelids are getting heavy. Finding a bed would be great. Ich muss was trinken, essen und ich verhungere hier. Ja. Kann man mir bitte einen Arbeitsplatz zuweisen, mir zu essen geben und einen Schlafplatz? Sie hat mir ja irgendwie gesagt, wo ich hin sollte oder so, ne? Aber... So, war es irgendwie hier? Kann das sein? Muss ich da runtergehen? Nee, offenbar nicht. Ja, bin ich wieder draußen. Ich muss runter, oder? Da vorne vielleicht? Da kann ich nicht runtergehen. Achso, ich muss draufklicken, um runterzugehen. So, was ist das hier? Kann ich hier schlafen? Wo bin ich hier? Was ist das? Wer seid das hier? Kann ich klauen? Ich nehme einfach alles mit. Broken Tool. Her mit allem. Ich will alles. Squeeze Bottle. Ich finde eine Menge Müll hier. Was finde ich hier? Personal Storage. Das ist mein Quartier hier offenbar. Ne? Dann doch offenbar. Was ist los? Warum blute ich? Blutig? Da ist ein Bett. Da gehe ich doch mal schlafen. Achso, ich verblute im Schlaf. Da sprudelt Blut raus. Woran habe ich mich denn jetzt verletzt, wenn ich fragen darf? So, ich bin wach und liege in einer Lache aus Blut. Ich brauche Essen. I need food! Toilette, ich kann die Toilette benutzen. Im Ernst? Ja, ich habe nur nichts, was ich abzugeben habe. So, was ist denn da oben? Müll! So viel ich will! Vielleicht finde ich hier was zu essen. So Senf, den ich so von so Papptellern ablecken kann. Getrockneter Senf. Davon ernähre ich mich wochenlang. Ich blute immer noch vor mich hin, ne? Towel! Jetzt bin ich gut ausgerüstet für alles. You're dead. Okay. Ja, lieber Zuschauer, Sie haben es mitbekommen, worum es geht.
Gerne hätten wir noch gesehen, was uns in den Tiefen des Titans erwartet, in den subterranen Minen. Aber nicht hier, nicht auf meinem Kanal. Denn, ja, wie ich gesagt habe, ne, es ist so eins dieser Spiele, wo man halt irgendwie rumläuft und Sachen sammelt und Sachen hinbringt und so weiter. Und dann, ich weiß, dass eine Menge Spiele im Prinzip genauso sind. Also auch zum Beispiel hier Assassin's Creed oder so, ne? Nie gespielt, aber im Prinzip natürlich Missionen und Sachen sammeln und so weiter. Allerdings haben diese Spiele dann irgendwie eine beeindruckende Welt und Schönheit um einen herum. Ne? Ich kann stundenlang in Red Dead Redemption rumreiten. Und völlig ungeachtet, ob die Story jetzt interessant ist oder so, ne? Es packt einen, es bietet den Sinnen etwas. Das tut dieses Spiel nicht. Meiner Meinung nach. Ne? Es ist einfach, austauschbare Charaktere treffen auf andere austauschbare Charaktere. Und vielleicht verbirgt sich hier ein riesiges Geheimnis, eine epische Geschichte von kosmischen Ausmaßen. Aber da lobe ich mir Sachen wie nicht Out of Space. Ich komme nicht drauf. So diese abstrakten Spiele, wo man sagt, diesen Planeten besuche ich als nächstes. Da finde ich das und das. So reagiere ich darauf und dann sammle ich die und die Sachen ein. Wo so gar nichts irgendwie an Weg dahin ist und so, sondern wo man dann eine Story hat, die sich aus den Etappen zusammensetzt. Das mag ich dann lieber, ja? Dass ich die Etappen sehe und kurze Eindrücke bekomme. So wie bei Renowned Explorers zuletzt. Ne? Aber hier dieses Rumlaufen, gucken, was ist da, hier ist zu, da ist eine Wand, da kann ich durchgehen, hier werde ich angegriffen, dann muss ich zurück, dann muss ich mich heilen, dann muss ich was essen oder so. Nicht meins. Bis dann. Seid so gut und gebt mir einen Daumen rauf. Für den Algorithmus.